In einer kalten und hektischen Stadt, in der die Menschen eilig aneinander vorbeigingen, gab es einen Mann, den niemand beachtete. Sein Name war Elias. Mit zerrissener Kleidung, ungepflegtem Bart und gesenktem Blick verbrachte er seine Tage schweigend an derselben Straßenecke mit einem Plastikbecher vor sich. Für alle, die an ihm vorbeigingen, war er bloß ein weiterer Obdachloser. Doch was keiner ahnte, Elias verbarg eine rätselhafte Vergangenheit, eine, die selbst er längst vergessen hatte. Eines Morgens blieb eine junge Frau namens Isabela neben ihm stehen. Anders als die anderen wich sie seinem Blick nicht aus. Sie kniete sich hin, reichte ihm ein warmes Sandwich und sagte mit einem freundlichen Lächeln: »Du erinnerst mich an jemanden?« Elias antwortete nicht. Er nickte nur dankbar. Doch innerlich ließ ihn dieser Satz nicht mehr los. An wen erinnerte er sie? Warum interessierte sich dieses fremde Mädchen ausgerechnet für ihn? In den darauffolgenden Tagen kam Isabela immer wieder. Sie brachte ihm Essen, saubere Kleidung und stets dieselbe Frage: »Hast du dich jemals im Spiegel angesehen, Elias?« Er wusste nicht, was er antworten sollte. Es war so lange her, dass er sich selbst als Mensch gesehen hatte. Allmählich begann er, ihr zu vertrauen und offenbarte ihr etwas Erstaunliches. »Manchmal träume ich von einem großen Haus, von Stimmen und von einer weinenden Frau. Ich weiß nicht, ob das wirklich passiert ist oder nur ein Hirngespinst ist.« Isabela erstarrte. In dieser Nacht ging Isabela tief bewegt nach Hause. Diese Beschreibung, diese Stimme, der Name Elias. Sie durchsuchte alte Fotoalben ihrer Familie, Kisten voller Dokumente und vergilbte Zeitungsartikel, bis sie es fand. Eine Schlagzeile, 25 Jahre alt. Millionär verschwindet nach Autounfall spurlos. Leiche nie gefunden. Der Name? Elias Martins. Der Name ihres Onkels, der verschwunden war, als sie noch ein Baby war. Das Foto war identisch mit dem Mann von der Straße. Am nächsten Tag kam Isabela früher als sonst. Sie brachte einen Spiegel, den Zeitungsartikel und ein Familienalbum mit. Sie zeigte Elias alles. Er zitterte, schaute in den Spiegel, als sehe er einen Geist. »Das bin ich?« Er begann zu weinen. Die Erinnerungen brachen wie eine Lawine über ihn herein. Das Auto, der Unfall, das Feuer, das Krankenhaus und dann die Leere. Er hatte ein so schweres Trauma erlitten, dass er sein gesamtes Gedächtnis verlor und seither namenlos durch die Straßen gezogen war. Glaubst du, dass die Liebe einer Familie selbst die Barriere des Vergessens überwinden kann? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare. Isabela nahm Elias mit nach Hause. Als ihre Mutter ihn sah, brach sie in Tränen aus. Sie waren Geschwister und sie hatte nie aufgehört, nach ihm zu suchen. Mit medizinischer Hilfe und familiärem Beistand gewann Elias nach und nach Teile seiner Erinnerung zurück. Und das Unglaubliche: Sein Vermögen existierte noch immer. Ein Familienanwalt hatte die Besitztümer geschützt in der Hoffnung, dass der Verschollene eines Tages zurückkehren würde oder zumindest offiziell für tot erklärt würde. Doch dieses Wiedersehen änderte alles. Elias wollte keine Villa, keine Luxusautos, er wollte sein Erbe anders nutzen. Gemeinsam mit Isabela gründete er ein soziales Projekt, um Obdachlosen zu helfen, ihre Würde und ihre Identität wiederzufinden. Er sagte: »Hätte mir damals jemand die Hand gereicht, wäre meine Geschichte vielleicht anders verlaufen. Jetzt ist es an mir, die Hand auszustrecken.« Die Straßenecke, an der er früher saß, erhielt ein neues Schild. Elias Martins Zentrum. Hier ist niemand unsichtbar. Dort wurden seither Hunderte von Menschen aufgenommen. Einige fanden ihre Familien wieder, andere fanden Arbeit. Und alle hörten die Geschichte eines Mannes, der alles besaß und den wahren Wert des Lebens erst erkannte, als er selbst nicht einmal mehr seinen eigenen Namen kannte. Wenn du einen vermissten Angehörigen auf der Straße finden würdest, würdest du ihn erkennen? Schreib unten in die Kommentare, wie dir diese Geschichte gefallen hat und aus welcher Stadt du uns zusiehst. Vergiss nicht, das Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren, damit wir gemeinsam eine große Gemeinschaft aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.